Trading. Es ist mittlerweile 19:50 Uhr und ein paar Sekündchen noch, beziehungsweise 2 Minuten haben wir noch, bis die FED die Zinsentscheidung hier beginnt. Es ist mittlerweile 19 Uhr. Auch sehr, sehr schön. Federal Reserve, das Gebäude, und wir hoffen heute auf wirklich einen entspannten Jerome Powell. Wie gesagt, es ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir heute darauf achten, was heute passieren sollte in wenigen Minuten oder wenigen Sekunden. Es ist mittlerweile 19:59 Uhr. Also die Zinsentscheidung sollte gleich bleiben. Es sollte sich dementsprechend nicht viel abspielen auf den Märkten. Das haben wir gestern meistens in dem Sinn schon mitbekommen. Wir haben heute auch hier einen geilen Trade bekommen. Hier habe ich gesagt, das wird in Richtung Norden gehen, aber jetzt dementsprechend auch aufpassen. Das haben wir hier auch gesehen, Diamond Pattern, und hier sollte wieder mehr oder weniger so ein Schub in den Norden kommen. Also wir warten jetzt auf Jerome Powell, beziehungsweise ist ganz klar, was jetzt mal passieren wird. Im Endeffekt wird hier Jerome Powell beziehungsweise die FED die Zinsen weder senken, noch wird sie hier die Zinsen heben. Es ist mittlerweile 20 Uhr. Hier sehen wir also 4,5. Hier sehen wir The Federal Reserve System works every day to support a growing and stable U.S. economy. Across the United States, the Federal Reserve, through its Federal Reserve Education Program, also helps people understand how the economy works, so consumers have the tools to make sound financial decisions. Sehen wir das auch sehr, Through this das Ganze hier so lassen. Und hier sehen wir wirklich sehr, sehr schön, also der Dow Jones ist in Richtung Norden gezogen, Gold auch in Richtung Norden, DAX in Richtung Norden. Also dementsprechend, wie gesagt, hier sehen wir das sehr, sehr schön. Aber im 5-Minuten-Chart sehen wir das, ist das im Endeffekt in etwa gleich geblieben. Also hier sehen wir auch der deutsche Leitindex. Ja, es ist ein bisschen mehr Bewegung als sonst, und dementsprechend, wie gesagt, werden wir uns das weiterhin so ansehen. Wir schauen uns aber kurz um, auch am Goldchart. Hier sehen wir, ob jetzt heute der Ausbruch kommt oder nicht, aus diesem Rechteck, aus dieser Seitwärtsbewegung. Sehen wir jetzt sehr, sehr schön hier im Stundenchart, und hier wartet natürlich Gold. Die Anleger warten hier auf diese Ungewissheit, natürlich auch hier der Nahostkonflikt. Netanyahu hat ja auch indirekt Trump oder beziehungsweise den amerikanischen Sektor oder Amerika auch gedroht. Also was hier passiert, kann ja auch hier weiter in Amerika sich abspielen. Also ihr seid die Nächsten. Also dementsprechend sollte man hier wirklich sehr, sehr vorsichtig auf den Märkten sein. Ja, wie gesagt, das war es jetzt einmal kurzerhand. Es ist 1 Minute nach 8 Uhr. Jetzt einmal, wenn wir auf das Ganze hier achten und schauen, wie es weitergehen könnte. Es sollte, wie gesagt, laut technischer Chartanalyse mehr in den Norden gehen, aber wir wissen ja, wenn wir uns jetzt einmal das Ganze hier im Stundenchart ansehen, meine lieben Trading-Freunde und Trading-Freaks, dann ist es mehr oder weniger, dass hier, ja, wir einfach abwarten, was der Dow Jones machen wird. So, meine lieben Trading-Freunde, ich lasse das Ganze jetzt einmal trotzdem jetzt so einmal durchlaufen. Ich werde hier, weil ich muss jetzt wieder hinausgehen, das Ganze hier etwas and I work for the Federal Reserve, the central bank financial system. These key entities are the Federal Reserve Board of Governors, 12 Federal Reserve banks operating around our nation, and the Federal Open Market Committee. Based in Washington, D.C., the Board of Governors is the governing body of the Federal Reserve System. It's an agency of the federal government that reports to and is directly accountable to Congress. The board consists of 7 members or governors who are nominated by the President of the United States and confirmed by the Senate. Governors are appointed for 14-year terms. The Board of Governors oversees and sets policy direction for the system, including 12 Federal Reserve banks located around the country, which take the pulse
analysis of the nation's economic health from a regional perspective. The kommt. 12 In diesem reserve Sinne, banks represent aufpassen different jetzt geographic regions und ich or lasse districts, das and Video were set up ein based on bisschen regional economic durchlaufen considerations. und mit Although dem Ton. supervised In by the diesem Sinne Federal hört Reserve sich Board, an, the reserve 20 banks Uhr 25 operate bin independently ich in many wieder respects. vor Ort. The reserve banks carry out a number of core system functions, such as supervising and examining commercial banks and other financial institutions, enforcing compliance with federal consumer protection and fair lending laws, while promoting local community development and lending to depository institutions to ensure crucial liquidity in the financial system. They and the board also play a key role in another primary Fed function, fostering the safety and efficiency of our nation's payment systems, including distributing currency and coin to banks, operating electronic payment systems, and clearing our checks. In addition, the reserve banks act as the government's bank, providing services such as maintaining the Treasury Department's transaction account and issuing and redeeming U.S. government securities. They also act as a bank for banks by providing key financial services to banks, thrifts, and credit unions. The reserve banks also provide a wealth of information on conditions across the nation, information that is vital to formulating a national monetary policy that helps maintain a healthy U.S. economy and a stable financial system. The board and the reserve banks together help ensure that consumer and community voices are heard at the central bank through consumer-focused outreach, research, and analysis. This helps keep the Federal Reserve's actions, policies, and decision-making attuned to what's going on in American households, communities, and businesses, which are the foundation of our economy. The third key Fed entity is the Federal Open Market Committee, or FOMC, which brings together representatives from the board and the reserve banks to consider the state of the U.S. economy and set a course for our monetary policy in a manner that seeks to promote an economy that works for all Americans. The 12-member FOMC establishes an appropriate position or stance for monetary policy to help move the economy towards two essential mandates set for the Fed by Congress, promoting maximum employment and price stability. This occurs mainly through the FOMC's influence on interest rates and credit conditions, which can significantly impact financial conditions, including economic productivity and even spending and investment decisions by households, communities, and businesses. Working together, these three key Fed entities and the unique Federal Reserve System structure established by Congress more than a century ago help promote conditions resulting in a strong, healthy, and sustainable economy. For more information on how the Fed functions, visit federalreserve.gov and click on About the Fed.
Aber wenn du da bleibst. Oder? Meine lieben Trainingfreunde und Trainingfreaks, der Ton ist einmal da und gleich auf Kamera. Es geht weiter und zwar, wie gesagt, ganz wichtig, jetzt einmal werden wir das Ganze nochmal rebooten und dann schauen wir uns das Ganze an. Es ist mittlerweile 20:28 Uhr. Wir hoffen auf eine gute Time, also wirklich, dass es günstig anfängt. Jerome Pobel. Also Zinsentscheidung komplett. Wir schauen auch kurz auf die Märkte. Ja, kurzerhand ausgerufen, aber egal ob Gold, ob Dow Jones, Deutsche Leitindex oder USD. Also Wartungshaltung ist jetzt angesagt. Wir sind jetzt sehr stark hier, symmetrisches Dreieck und naja, warten wir. Es ist mittlerweile 20:28 Uhr. Ja, wir haben heute einige positive Trades abgeschlossen. Wir schauen auch hier auf Bitcoin, wie gesagt, steht jetzt sehr schön unter der weißen Linie, die sogenannte MA50er-Linie gilt jetzt einmal als Unterstützungslinie. Es ist jetzt 20:29 Uhr und 15 Sekunden danach. Wir schauen auf den deutschen Leitindex, und wir entfernen uns. Also das wird kein Feuer, also jetzt wird sehr spannend.
Bei Gold sind wir ja mehr oder weniger auch also in die andere Richtung, also positiv. Und beim Dow Jones kennen wir uns also nicht mal alles mit Vorsicht zu genießen. So, wir rebooten nochmals jetzt unser Live. Wir schauen jetzt, ob Jerome Powell hier kommt. So, wir rebooten, wir schalten ein, wir schalten auf groß und wir hoffen jetzt, es ist nämlich, ja, pünktlichst, also 20:30 Uhr auf die geschlagene Sekunde. Und er kommt herein. Meine lieben Trainingfreunde und Trainingfreaks, da ist er. Es ist genau 20:30 Uhr, wir drehen die, er lächelt. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Despite elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has come down a great deal, but has been running somewhat above our 2% longer run objective. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Hochspannend. Following growth of 2.5% last year, GDP was reported to have edged down in the first quarter, reflecting swings in net exports that were driven by businesses bringing in imports ahead of potential tariffs. This unusual swing has complicated GDP measurement. Private domestic final purchases, or PDFP, as we call them, which excludes net exports, inventory investment, and government spending, grew at a solid 2.5% rate. Within PDFP, growth of consumer spending moderated, while investment in equipment and intangibles rebounded from weakness in the fourth quarter. Surveys of households and businesses, however, report a decline in sentiment over recent months and elevated uncertainty about the economic outlook, largely reflecting trade policy concerns. It remains to be seen how these developments might affect future spending and investment. In our summary of economic projections, the median participant projects GDP to rise 1.4% this year and 1.6% next year, somewhat slower than projected in March. In the labor market, conditions have remained solid. Payroll job gains averaged 135,000 per month over the past 3 months. The unemployment rate at 4.2% remains low and has stayed in a narrow range for the past year. Wage growth has continued to moderate while still outpacing inflation. Overall, a wide set of indicators suggests that conditions in the labor market are broadly in balance and consistent with maximum employment. The labor market is not a source of significant inflationary pressures. The median projection for the unemployment rate in the S&P is 4.5% at the end of this year and next, a bit higher than projected in March. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% long-run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.3% over the 12 months ending in May, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.6%. Near-term measures of inflation expectations have moved up over recent months, as reflected in both market and survey-based measures. Respondents to surveys of consumers, businesses, and professional forecasters point to tariffs as the driving factor. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. The median projection in the S&P for total PCE inflation this year is 3%, somewhat higher than projected in March. The median inflation projection falls to 2.4% in 2026 and 2.1% in 2027. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people.
wir schauen jetzt At auf unsere today's meeting, the Märkte. committee decided to maintain the Gesagt habe, target es ist mal range for the ganz, federal ganz funds wichtig, rate Dow at Jones 4.25% to sollte in den 4.5% Norden ziehen. and to Laut continue technische reducing the size of our Chartanalyse balance sheet. hat er auch hier We will kurz continue to gemacht, diesen determine the Ausbruch, dann appropriate hat er stance sich of monetary hier policy based on the incoming diese data, the Supportzone evolving outlook, geholt, and auch the balance of US-Tech, risks. meine lieben Trainingfreunde, Trainerfreaks sehen Changes to trade, rückt ein immigration, bisschen fiscal, and stärker an. regulatory policies continue to evolve, and their effects on the economy remain Also hier uncertain. natürlich aber ist alles The effects of tariffs will depend, among other denken, things, on their ultimate könnten wir level. mal wirklich Expectations of that und eine level and thus kleine of the related economic effects reached a peak in April and Order have since versuchen, wie der declined. Markt jetzt wirklich indirekt Even hier so, increases auf in das tariffs this heutige year Tageshoch are likely kommt. to Ja. push up Wir sehen hier prices Dow and weigh Jones on wieder sehr, economic sehr, jetzt activity. wird der Markt jetzt The effects on unruhiger, inflation could be die short-lived, Bullen reflecting a lassen one-time jetzt shift nach, in die the Bären price sind level. jetzt an dem Markt und It's also die possible that the die inflationary Banken effects sind could instead hoch, be more sehr, sehr persistent. hoch und ich Avoiding that outcome will depend on the size of the tariff effects, on how long it takes for them to pass through fully into prices, and ultimately on keeping longer-term inflation expectations well aufpassen. anchored. Beim deutschen Leitindex sehen wir das auch. Our Hier. obligation is to keep Also, longer-term deutsche inflation Leitindex sagt expectations ja well auch anchored and in to 4 prevent a Stunden one-time increase in the wir price sind level sehr, sehr from in becoming an der ongoing inflation problem. Unterstützungszone, die sollte As we act to normalerweise meet that halten. Das obligation, sehen wir hier sehr, we sehr will schön bei balance diesen our maximum employment and price stability mandates, 300, keeping in mind that without price stability, also hier we cannot sind achieve the long periods of strong labor market letzte conditions that All-Time-High benefit all vom März und da Americans. sehen wir, hat ja der Markt auch 1, We 2, may 3, find 4 ourselves Mal, in the 5 Mal challenging scenario getestet in which und das our ist jetzt dual eine mandate sehr, goals sehr are in tension. starke Unterstützung If that were to geworden, occur, we would sollte consider how far the normalerweise economy is halten, from each goal wenn nicht, dann and the wird es potentially different time geopolitisch horizons over which those irgendwo respective ein gaps would Szenario be geben anticipated to und close. der Markt in sich dann wirklich For the time zusammenbrechen being, und dann we are well positioned to natürlich wait to sehen learn wir more nur about the mehr likely course of the die Bären. economy before Beim considering Dow any Jones, wie adjustments to gesagt, our die sehen policy wir, jetzt stance. kommen wieder die Bullen und die hören In wieder. our Und SEP, Sie wollen ja FOMC hier auch participants wrote diese down their individual Informationen assessments of auflösen. an Das weiß appropriate ja auch path der for the federal technische funds Chartanalyst, das rate, based wissen on auch, what dass each hier ja participant generell auch judges to eine be the most sehr, sehr likely scenario wichtige going forward. Unterstützungszone ist. Ja, The median diese projection median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 3.9% at the end of this year, the same as projected in March. Auf 42.000 Points, also hier wirklich sehr, sehr stark. Und hier haben wir auch immer wieder höhere Tiefs, ja, also was das auch auszeichnet. Und auch haben wir hier eine sogenanntes symmetrisches Dreieck. Jetzt habe ich mir selber ein Ei gelegt und das Ganze hier mehr oder weniger weggedrückt. Ich werde das Ganze nochmals hochladen. Ja. Also die 7 Minuten sind also Jerome Powell hat seinen eigenen Rekord nicht gebrochen. Also das wissen wir auch, also das letzte Mal schwache 5 Minuten und please the first, also focused on issues related to assessing the risks and please uncertainties that the are relevant for first monetary question. policy and the potential implications for Aber das hat policy man gleich strategy gesehen, and heute war er communications. ausgelassen, heute war er auch Our review includes gestrahlt, outreach so and der public strahlt events Jerome involving Powell, a wide hat ein range of Lächeln im parties, Gesicht. including Er Fed hat sich und listens er events erklärt sich around the auch jetzt country sehr, sehr gut. and a Er erklärt research das conference ganze that we Jahr, wo held wir hinwollen, last so month. bis 2028, We're diese open to new ideas and 2%, wo der Gara einen Einser vorn stehen. Ja, das sind Wunschprognosen, weil wenn wir jetzt einmal kurzerhand auf unser Öl schauen, meine lieben Trainings, naja, das sehen wir, was wir auch gesagt haben und ich ja auch diesen Trend veröffentlicht habe, wenn wir uns das auf TradingView anschauen. Und hier gehen wir auf Brent, ja, Brent Öl. Und da sehen wir sehr, sehr schön, hier haben wir gesagt, einzusteigen und werden die ganze Matt wirklich hier mehr oder weniger in unser Portfolio hineinbringen können. Also hier wirklich sensationeller Trade, das habe ich auch schon mehrmals betont und auch erklärt. Wir können jetzt kurzerhand weiterschauen, was hat jetzt heute Tesla gemacht. Und da habe ich gesagt, wieder ganz wichtig, jetzt sehen wir auch, ja, jetzt könnte dieser dementsprechende Long kommen bei Tesla. Wir schauen uns, interessant. Thank you. Colby Smith with the New York Times. To what extent has the more limited impact from tariffs at this stage on inflation? Of
favorable inflation readings Die since erste the high Frage readings ist of gefallen January, und natürlich, February, wenn and jetzt that's of course highly dementsprechend der Markt welcome nicht so news. stark drauf Part reagiert, of that werden just wir is that das services, live core beenden. services, Warum? Weil es richtig both fad housing ist, es ist services and keine Bau non-housing dahinter, services, es ist have ja really ganz been kurz warm, die grinding Bären down da, toward jetzt sind levels wieder die that Bullen da, are aber consistent with 2% dementsprechend, wir bleiben inflation. So aber that's the good jetzt news. auch auf unserem We've had dass wir das fertig machen. goods Nvidia inflation sind wir just sehr, sehr moving up a schön bit. in den And of course, Norden we gezogen. expect, Jetzt as you wird es point ganz, out, ganz we spannend do bei Nvidia. expect Dann to see sollte more das of als that over the course of the summer. und It takes some time for weiter tariffs in to work den their way through the chain of Norden distribution ziehen. to the end Euro, consumer. A US-Dollar good sehen wir example auch of that would sehr, sehr be schön. goods Könnte being sold at retailers today hier may haben have wir been imported several abgewartet, months wenn ago hier das before Ganze nochmals tariffs were durchdrückt imposed. und das So schauen wir we're uns beginning aber to auch see some im effects, and we do expect to see more Tageschart of them an, over da sehen wir coming das months. viel schöner. We do Hier also könnte see wirklich price auch increases in unser some of Einstieg the kommen, unser Long-Einstieg. relevant categories Ob like sich das personal bestätigt computers oder and nicht, brauchen audiovisual wir uns equipment jetzt and nur things like anschauen. that. Ja, hier That sehen are wir das attributable to Ganze tariff beim increases. In addition, US-Dollar-Index. we Die look at Kehrseite surveys of wieder businesses, rot and gefärbt, there also are many of those, dementsprechend and abwarten, you Tee do see a trinken range of und dann things, auch richtig but platzieren. many Unser companies do US expect 500 to put S&P, all or hier sehen wir das some or auch all sehr, of sehr the schön, effective also tariffs through hier to the next auch next positiv person gestimmt. in the In chain, der and US-Tech, ultimately to the wie consumer. gesagt, ist man ein bisschen Today, zurückgegangen. the amount of these, the amount of the tariff effects, the size of the Formationstechnisch tariff würde ich jetzt effects, salopp mal sagen, their aufpassen, duration and es the wird time it will hoffentlich take are all bullish highly bleiben. uncertain. So Beim Dow Jones sehen that wir is sehr, why sehr we think schön. the Also appropriate hier thing to do is to diese hold weiße where we Linie, der are immer as we learn 50, more. ist And hier we think our wirklich auch policy sehr, sehr schön stance als is in a good Unterstützung place where we're well oder hat das positioned to so react to Unterstützung incoming fungiert, aber developments. wir warten natürlich, dass In auch terms of how Bestätigung we ab. should interpret Und the jetzt rate sehen cuts wir, wo der penciled into the nächste SEP, is Billon this reflecting hinkommt. Der that deutsche Leitindex, wie there's gesagt, this Vorsicht, expectation wir that sind underlying jetzt, inflation will wir just haben stay uns well enough entfernt von contained that immer allows the 50 committee to Gold, eventually sehen wir, move ahead with those okay, es cuts? könnte weit Or is in it den about Norden responding gehen. to a Da müssen deterioration wir uns in noch economic näher diese activity, let's Bodenbände say? auch I mean, how andere should we make Indikatoren sense of the anschauen. forecast? So Und if you natürlich look at ganz, the ganz forecast, wichtig, you will see wo that stehen people wir bei do der generally expect inflation to Elliott-Wende? move up and then to come back Bitcoin, wie down. gesagt, eine But Seitwärtsbewegung we wird can't just jetzt einmal assume sehr, that. Of sehr course, we don't know hochinteressant that. werden, And wo die our Reise hingehen job is to könnte. make sure, Unter one der of our weißen jobs is to Linie, make sure also that a one-time wird increase es in Unterstützungslinie inflation bleiben doesn't turn oder into wird es zur an inflation problem. And Widerstandslinie? that will depend on the size So, of the er redet effects, und how spricht. long it takes for them to come in, Wir and werden ultimately hier on das Ganze keeping inflation expectations so anchored. hier ranziehen und wir schauen uns den Dow Jones an, wir schauen uns den US-Tech an, Oh, hi, and thanks, Chair Howard Schneider with Reuters. If you look at the rate path starting in December to today and adjusted over the full time horizon you've got there, you've taken about a quarter point per year out of your projected path, and you end at a higher rate at end 2027 than you would have in the prior forecast. Is that a result of a sense that tariffs will lead to more persistent inflation? Is it a result of reassessments of where your short-term neutral rate is? Why are you on a slower schaut path? gut aus. Ja, So wir I would könnten hier focus eine most kleine on Order the nearer einbringen. term as you get out to the So eine later Stop-Order. years. Überlassen das aber auch It's zwei. hard for anybody to know Und where wir the gehen economy is hier auf going. You didn't see people moving their 29.000. longer term, estimate of the neutral rate, for 800. example, at this meeting. So, and those things are probably slow moving. So I think if you look at what's happening here since March, this is since March, right? You see a little slower growth, just a tiny tick up, a 1/10 tick up in unemployment, and you see inflation moving up 0.3. And by the way, it was a similar move from the December SEP to the March. So that's what you see. You see the effects of tariffs. I think we learned in April, after the March meeting, that substantially higher tariffs were likely, and then since then, the estimates of where the tariffs will be have actually moved back down, although still at an elevated level. So we're adapting in real time, and what you see is an accumulation of individual assessments. You say in the statement that risks have diminished on that front, but the July 9th, drop dead date for all the Liberation Day tariffs is still out there and unresolved. You've got now exchange of missiles between two Middle East adversaries with a possible U.S. involvement. How can you justify saying that risks have diminished? So what we said was that uncertainty uncertainty about the economic outlook has diminished but remains elevated. Many surveys say that they do. So and that's actually a line from the Teal book, which you can see in 5 years. Remember to check that.
No, but Jerome if you think Powell about it, lächelt, tariff hat uncertainty, gelächelt the und uncertainty really gelacht, peaked also in sehr April, gut drauf. Also and das since war then er has heuer come fast down. noch That's nie really so what gut that's just drauf. Also Sie acknowledging. It's müssen sich diminished, but still gewaltig elevated. geeinigt But haben. it's uncertainty. So Respekt I think that's an und accuracy. sehr, sehr viele Fragen. Also, wir schauen jetzt auf unseren Dow Jones und der Dow Thank you. Jones. Chris Rugaber, Associated Press. There is an argument out there in favor of cutting rates more immediately. Inflation has continued to cool and is back at to roughly 2% despite the tariffs. And I guess I also wanted to ask about, cracks in the job market with gross hiring slowing, concentrated in just a few industries. We've seen some housing data, including this morning, that have been pretty weak. Do you see any concerns that the economy is weakening and that is a reason to cut rates going forward? So we do of course monitor all those things. I think if you look at the overall picture, what you're seeing is 4.2% unemployment and an economy that's growing at a rate hard to know given the unusual flows in the first quarter, but it appears to be 1.5%, 2%, maybe a little better than that. Sentiment has come up off of its very low levels. It's still depressed. So you can point to things. The housing market is a longer run problem and also a short run problem. I don't think it's indicative of basically the situation is we have a longer run shortage of housing. And we also have high rates right now. I think the best thing we can do for the housing market is to restore price stability in a sustainable way and create a strong labor market, and that's the best thing we can do for the housing market. You asked about the job market. Again, look at labor force participation, look at wages, look at job creation. They're all at healthy levels now. I would say you can see perhaps a very, very slow continued cooling, but nothing that's troubling at this time. But we watch it very, very carefully. So overall, again, the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to economic developments, and for now, and we'll be watching the data carefully. Well, just quickly on, given that there are concerns inflation will rise, but there is the alternate scenario that tariffs would create demand destruction and slow growth sufficiently, and that would perhaps keep a bit of a lid on inflation. Do you see odds of that scenario? What kind of odds do you see of that scenario coming true, and how many months of cool inflation would you need to see before concluding that maybe that lower inflation scenario is taking place? So this is very much the conversation we had today and yesterday. There are many, many different scenarios, many combinations of scenarios where inflation does or doesn't prove out to be at the levels we think, and where the labor market does or doesn't soften. And I think what you see people doing is looking ahead at a time of very high uncertainty and writing down what they think the most likely case is. No one holds these rate paths with a great deal of conviction, and everyone would agree that they're all going to be data dependent, and that you can make a case for any of the rate paths, I think, that you see in the SEP. And we do this once a quarter. It's a hard thing to do, particularly at this time. But it does reflect, if you see somebody writing down, a rate path that involves cuts, that's them saying, yes, I think we will get to a place more likely than not where cuts will be appropriate. And it could be a joint probability of a number of possible outcomes. Again, remember how much uncertainty we face, though. Ja, ist nicht hier so mehr wie das letzte Mal so angefasst. Thank you. Mr. Chair, I wonder if you could describe for us some of those scenarios. How do you get to a place? I'm noticing that the uncertainty levels in your forecast are very high. How do you get to a place where you have the confidence in the outlook for, say, inflation and/or growth or the unemployment rate? How many months does it take, and what do you want to see in the data to get to that level of confidence to actually reduce rates off the restrictive level? So it's very, very hard to say when that will happen. We know that the time will come. It could come quickly. It could not come quickly. As long as the economy is solid, though, as long as we're seeing the kind of labor market that we have and reasonably decent growth and inflation moving down, we feel like the right thing to do is to be where we are, where our policy stance is, and just learn more. And in particular, we feel like we're going to learn a great deal more over the summer on tariffs. We hadn't expected them to show up much by now, and they haven't. And we will see to the extent to which they do over coming months. And I think that's going to inform our thinking
for one thing. In addition, we'll see how the labor market progresses. So at some point it will become clear. I can't tell you exactly when that will be. And, meanwhile, we'll be watching the labor market very carefully for signs of weakness and strength, and tariffs for signs of what's going to happen there. And of course, there are many developments ahead, even in the near term, developments are expected on tariffs. So I think we don't yet know with any confidence where they will settle out. We have an estimate, and it's I think all estimates are now pretty close together, but it's highly uncertain. When you say estimate of the impact of tariffs on the core PCE, is that what it is? Yeah, what you start with is what's the effective tariff rate overall, and people are managing to that. But, the pass-through of tariffs to consumer price inflation is a whole process that's very uncertain. As you know, there are many parties in that chain. There's the manufacturer, the exporter, the importer, the retailer, and the consumer. And each one of those is going to be trying not to be the one to pay for the tariff. But together, they will all pay for it together, or maybe one party will pay it all. But that process is very hard to predict. And we haven't been through a situation like this, and I think we have to be humble about our ability to forecast it. So that's why we need to see some actual data to make better decisions. We'd like to get some more data. And again, in the meantime, we can do that because the economy remains in solid condition. Dementsprechend Chair Powell, I guess I'm wondering. Ganz klar, warum warten wir? Bitte nicht hier ohne Bestätigung einsteigen, sondern hier wirklich dementsprechend auf Bestätigung warten und danach wirklich dann einsteigen und hier diese Trades auch so dementsprechend auch setzen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, meine lieben Trading-Freunde und Trading-Freaks, das war es jetzt einmal von Fed-Sitzung live, kurzerhand, ja, Bullenbären, ja, stark, jetzt kommen die Bären wieder mehr oder weniger auf den Markt, genauso bei Gold, genauso bei Dow, bei US-Tech, beim deutschen Leitindex, und es könnte jetzt sein, eben weil er diese Kriegsmaschinerie angesprochen hat, der liebe Jerome Powell, schneller oder nicht so schnell oder anders schnell könnte es so weit kommen, und mal schauen, wie sich das Ganze jetzt entwickeln könnte. Und in diesem Sinne, meine lieben Trading-Freunde und Trading-Freaks, mich hat es gefreut auf Zoom, mich hat es gefreut auf YouTube, gefreut natürlich auf Twitch, dass Sie immer so hier auch meine Stammzuschauer geworden seid. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch, morgen am Donnerstag, keine Lives, vielleicht da und dort eine kurze Nachricht. Aber wie gesagt, wir fahren ja morgen in der Früh runter nach Kärnten und werden ein gemütliches Wochenende hier auch verbringen, weil am Freitag meine Person auch Geburtstag hat, und da werden wir mit Freunden natürlich ausgelassen feiern. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch Happy Trades, untergeordnete Einstiege suchen, dann funktioniert es auch mit dem Trading. Und in diesem Sinne, tschüss Baba und